Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Tissue Talk. Mein heutiger Gast ist Ingmar Lohmann, der Vorstandsvorsitzende der WEPA-Stiftung. Und wir sprechen heute gemeinsam über gesellschaftlichen Impact, über Partnerschaften und Kooperation und eine Unternehmenskultur, die über allem schwebt. Ein Gespräch über Verantwortung, Herzensthemen und eine Arbeit, die nie enden wird. Ingmar, schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir heute ein bisschen eintauchen können in das Thema der Stiftung, was, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Thema ist. Und wir haben viele Themen, du hast auch ein bisschen was mitgebracht. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Lass uns erstmal starten. Unser Purpose, der über allem steht, ist ja Together for a Better Life. Was glaubst du, oder in deinen eigenen Worten, wie prägt dieser Purpose die Stiftung, die WEPA-Stiftung selber? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Ich freue mich, hier zu sein. Ich mag das Format total. Und ja, der Purpose Together for a Better Life prägt uns natürlich auch in der Stiftungsarbeit. Zusammen für eine bessere Zukunft ist das, was uns da bewegt und natürlich auch antreibt, mit der Stiftung Wirkung zu erzeugen. Weil nicht alle vielleicht die Stiftung schon kennen oder verfolgt haben, wie sich das auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Lass uns diesen kleinen Schritt zurückgehen. Die Stiftung wurde 2020 gegründet. Wenn du selber mal so überlegst, was war damals deine persönliche Motivation, da als Vorsitzender mit dabei zu sein? Ja, tatsächlich durfte ich das Projekt zur Stiftungsgründung mitgestalten und mitwirken. Und ja, das war so im Rahmen 2019. Und die Gesellschafter haben sich ja dazu entschlossen, die gemeinnützige und unternehmensverbundene Stiftung auch zu gründen. Es war ein sehr tolles und intensives Projekt und rückblickend in einer Zeit, in einer Pandemiephase, wo ich tatsächlich auch ja, immer noch begeistert bin, dass die Gesellschafter diesen Weg gegangen sind. Und ja, Andreas und Martin Kringel sind dann im Rahmen des Projektes dann irgendwann auf mich zugekommen und mich im Namen der Unternehmerfamilie gefragt, ob ich mich auch operativ engagieren wollen würde. Und ja, das Projekt ist ein Herzensprojekt von mir und da war es keine Frage. Und so wurde ich dann auch mit Stiftungsgründung gemeinsam mit Andreas Kringel in den Stiftungsvorstand bestellt und durfte dann anfangs die ersten 2 Jahre gemeinsam mit Andreas die Stiftung aufbauen, also Bodenkontakt bekommen und die ersten Projekte umsetzen. Und dann ist Andreas ins Kuratorium gewechselt und seitdem verantworte ich gemeinsam mit Alexander Kringel gemeinsam die WEPA-Stiftung. Das ist gerade schon so schön beschrieben. Über allem ist ja auch dieses große Thema Verantwortung, was ja aus der Unternehmerfamilie, aus dem Unternehmen dann in die Gesellschaft halt mitgetragen wird. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen und wie sieht diese Verantwortung in der Stiftung aus? Uns ist ja ganz wichtig, daher auch die 4 Themenfelder der WEPA-Stiftung: Hygiene, Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum, über das Unternehmen hinaus Wirkung zu erzeugen, gesellschaftlichen Impact zu erreichen, ist uns da in der WEPA-Stiftung ganz, ganz wichtig und da unseren Beitrag zu leisten. Und jetzt rückblickend auf die letzten 4 Jahre haben wir da schon viel erreichen können und das macht besonders viel Spaß. Es sind, glaube ich, über 100 Projekte schon umgesetzt worden in diesem Jahr, also 2024 knapp 30. Was waren so Projekte, wo du vielleicht auch so im Gespräch mit dem Kuratorium und deinen Mitstreitern und Streiterinnen halt sagst, das waren Dinge, die bleiben einfach so in Erinnerung? Ja, was mich total begeistert, sind tatsächlich die gemeinsamen Projekte, die wir mit der WEPA-Gruppe umsetzen konnten, wie jetzt die Sauber-Zauberbox oder auch in diesem Jahr die gemeinsame Veranstaltung Startup-Dienst hier in Mischede oder aber auch die vielen kleinen Projekte wie die WEPA-Bienen oder die gemeinsamen Aufräumaktionen. Ich möchte hier aber kein anderes der 100 Projekte irgendwie verwässern, weil es gibt so viele schöne Projekte, die wir umsetzen konnten und wo wir gemeinnützige Initiativen und unterstützen konnten. Und es ist einfach wirklich toll zu sehen, was wir da auch, welche Wirkung wir auch erzeugen konnten. Ein Beispiel vielleicht. Wir haben die Müllfalle in Köln oder die Rheinkrake in Köln unterstützt. Der Initiator der Rheinkrake hat vor einigen Jahren diese passive Müllfalle in London gesehen, hat sich dann überlegt, hey, genau das brauchen wir auch in Köln, hat dann eben entsprechend Genehmigungen eingeholt, hat Förderer gesucht, hat einen Verein gegründet und dann auch endlich die Müllfalle oder die Rheinkrake sozusagen zu Wasser gelassen. Und der Verein, den er gegründet hat, ist heute die größte Müllsammelorganisation in Deutschland. Und das ist einfach toll zu sehen, wie auch Initiativen von jungen Menschen, von
Mitbürgern so eine Wirkung zeigen können und welchen Unterschied jeder von uns eigentlich auch machen kann. Ja, ja. Lass uns hier gerne noch mal ein bisschen konkreter werden und auf diese 4 Themenfelder schauen, in Mhm. denen sich die Arbeit der Stiftung insgesamt bewegt. Das ist ja ganz konkret Hygiene, Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie arbeitet die Stiftung ganz konkret in diesen einzelnen Feldern, auch mit Blick auf das Kuratorium, was du ja auch jetzt schon angerissen hattest? Vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt an. Wir haben als Weber-Stiftung ein 10-köpfiges Kuratorium, was hälftig aus Mitgliedern der Unternehmerfamilie besteht und hälftig aus 5 Themenexperten in unseren Themenfeldern und dann natürlich beratend und kontrollierend auch eben entsprechend die die Themen der Stiftung betreut. Und wir sind sehr dankbar auf die Expertise in dem Gremium, grade auch durch die Fachexperten, aber auch wir haben neben Andreas Krengel und Martin Krengel noch 3 ähm, weitere Kollegen aus der Weber-Gruppe, Silvia Kerwin, Patrick Mhm. Schumacher, Stefan Greta, die da auch natürlich neben Dr. Dominik von Au und Stefan Meissner natürlich eine große Expertise in das Gremium bringen und auch unsere Projekte sehr stark betreuen und begleiten. Und das ist für uns im Vorstand und in unserer alltäglichen Arbeit ein ganz, ganz großer Mehrwert. Auf die 4 Themenfelder bezogen, Hygiene, Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen und Familienunternehmertum, versuchen wir über Projekte und Initiativen natürlich einen gesellschaftlichen Beitrag, einen gesellschaftlichen Mehrwert ähm, zu leisten. Das sind wirklich tolle Themenfelder, die natürlich aus dem Kontext auch der Unternehmensgruppe Absolut. kommen Mhm. und womit wir uns auch 100% identifizieren können. Und wir sind extrem dankbar, diese 4 Themenfelder auch für uns identifiziert zu haben. Und wenn man die großen Herausforderungen heute in der Gesellschaft sieht, haben wir da auch wirklich die wesentlichen Themen auch abgebildet. Ja, absolut. Wie entstehen dann diese Kooperationen oder diese Zusammenarbeiten? Wie dürfen wir uns das ganz konkret vorstellen? Gut, wir versuchen natürlich in jedem Themenfeld natürlich Projekte für uns zu identifizieren, wo wir wirklich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten können und suchen Partner und Projekte, die eben da maßgeblich auch ihre Wirkung erzeugen. Ja, ja. Du hattest gerade schon darüber gesprochen, dass es natürlich auch darum geht, auf die Herausforderung der Gesellschaft halt irgend 'ne Antwort zu geben und einen gewissen Beitrag zu leisten. Und du hattest uns auch schon so ein bisschen mitgenommen, was so die schönen Momente einfach sind, die dein Alltag in dieser Berufung, so darf man ja einfach sagen, halt auch so mit sich bringt. Aber wenn du selber mal schaust, was sind die Herausforderungen? Jetzt vielleicht auch so im Rückblick auf die 4 Jahre, die du das Ganze ja schon begleitest und mitgestaltest. Wo waren so Punkte, wo du gemerkt hast, da da ist ein Pain, da ist es für uns schwer. Das ist diese Herausforderung, der wir uns auch, stellen dürfen. In den 4 Themenfeldern haben wir sicherlich äh, sehr vielfältige Herausforderungen, die uns da tatsächlich auch breit treffen und wo wir versuchen dann eben auch mit der Stiftung diese Wirkung zu erzeugen und Veränderungen herbeizuführen. Wir sind extrem froh, wenn wir für ein Problem, eine Problemstellung tatsächlich auch eine Lösung oder einen Lösungsansatz finden Mhm. können. Lass uns diese Zauberzauberbox, die du uns mitgebracht hast, mal gemeinsam anschauen. Also dann nur für all die, die uns jetzt über Spotify oder diversen Audiokanälen verfolgen. Wir haben hier eine wunderschöne Box mit einem kleinen Waschbär drauf von dir mitgebracht bekommen. Und ich weiß, dass dies eine Box ist, wo auch immer wieder eine Nachfrage, auch hier im Unternehmen, also von internen Kolleginnen und Kollegen halt ist, die ihr aber auch gerne mit in die Schulen bringt. Ganz aktuell wart ihr auch unterwegs, mit Checker Julian, der dem einen oder anderen hier im deutschen Raum was sagen wird. Also, meine Kinder kennen Checker Julian sehr. Ja, wie würdest du ihn beschreiben? Ein Gesicht aus dem Fernsehen, der Kinder Wissen näher bringt im Genau, Prinzip, und ne? ich glaube, was die Sendung dann tatsächlich auch ausmacht, sind die vielen Experimente, Ja. die Checker Julian dann auch tatsächlich dann mit den Kindern oder für die Kinder dann auch durchführt. Und genau das haben wir auch in der Sauber-Zauberbox. Was ist die Sauber-Zauberbox? Für uns oder für mich persönlich gesprochen, ist es ein Herzensprojekt. Es ist etwas, das wir gemeinsam mit dem Hygiene Circle aus Hamburg entwickelt haben und mit Wepa Professional. Und es geht eigentlich darum, das ist eine Lernbox, die Kindern Handhygiene spielerisch Mhm. beibringt. Wir sind damals mit dem Hygiene Circle zusammengekommen und haben überlegt,
Marcel Janssen hat diese Organisation in der Pandemie gegründet. Ehemaliger Fußballspieler. Ehemaliger Nationalspieler, und das hat mich auch besonders beeindruckt, tatsächlich, dass sich so ein früherer Nationalspieler mit dem Thema Hygienestandards in Kindergärten und Schulen beschäftigt. Ja. Ne? Und wir haben in den ersten Gesprächen relativ schnell gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind und haben überlegt, wie können wir gemeinsam das Thema Handhygiene noch stärker in den Kindergärten etablieren, und Ja. haben dann tatsächlich mit der Sauber-Zauber-Box eine Lernbox entwickeln dürfen, gemeinsam mit Dr. Stefan Poppe aus der WEPA und WEPA Professional, um da tatsächlich Handhygiene spielerisch den Kindern näher zu bringen. Ja. Weil die Kinder, und das merken wir auch jetzt beim Rollout der Box, die Kinder haben da richtig Lust drauf, etwas zu lernen und Handhygiene spielerisch so wahrzunehmen. Das ist Absolut. wirklich ganz toll. Und gerade letzte Woche am Welttoilettentag waren wir an der Lagbeck-Schule in Wolfsburg und mit Checker Julian haben diese Experimente, die in der Box sind, mit den Schülern durchgeführt, und diese Begeisterung, die dann bei den Kindern entsteht, ist einfach wahnsinnig schön. Absolut. Lasst uns mal reinschauen gemeinsam, was da alles genau drin ist, damit Genau. glaube ich, noch ein bisschen besser vorstellen kann. Genau, ich mache es immer auf. Ja. Und im ersten oben auf liegen eigentlich die Sauber-Zauber-Diplome. In jeder Box sind 30 Diplome. Das reicht dann genau aus für eine Schulklasse. Und jeder Schüler, jedes Kindergartenkind, was die Schulung mit der Box mitgemacht hat, kriegt am Ende das Sauber-Zauber-Diplom. Sehr schön. Ähnlich wie das Seepferdchen beim Schwimmen geht es darum, dass man Handhygiene eben entsprechend gelernt hat, also als Hygieneführerschein. Ja. Dann folgt eigentlich ein kleines Poster, wo dann die einzelnen Experimente erklärt werden, auch für die Betreuer oder die Lehrer, damit sie wissen, wie das Experiment eben auch entsprechend funktionieren soll. Und dann haben wir am Schluss noch so ein Waschbär-Poster. Da können die Kinder dann mit ihrem Daumenabdruck bestätigen, hey, ich habe mitgemacht und ich zeige Foto. Ah ja. Und können das dann eben entsprechend im Klassenzimmer oder in der Kita entsprechend aufhängen. So als kleine Erinnerung. Als kleine Erinnerung, ne, dass die Kinder eben diese Handhygieneschulung dann mitgemacht haben. Dann haben wir zum einen, wir haben es versucht, so gut es geht, pädagogisch auch aufzuarbeiten, haben natürlich überall, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Sauber-Zauber-Seife, das ist eine Färbeseife, die den Kindern aufzeigt, welche Stellen der Hand noch nicht eingeseift sind, und dass es auch eine gewisse Zeit benötigt, die Seife entsprechend wieder abzuwaschen. Das sind die gelben Hände. Das sind dann sozusagen die gelben Hände, und das ist auch wirklich immer toll zu sehen in den Kitas und Grundschulen, wie dann halt tatsächlich dann auch die Kinder dann merken, okay, ich brauche doch etwas länger, um mir meine Hände entsprechend einzuseifen. Ne? Und das zeigt halt auch eben auf, wie lange man eigentlich auch benötigt, um sich die Hände richtig zu waschen. Super spannend. Mhm. Ja. Genau, und dann haben wir zwei Experimente, die eben entsprechend in dem Begleitbooklet eben entsprechend erklärt werden. Das ist einmal, haben wir hier noch unsere Experimentierschmiere Ah ja. und unser Keimpulver. Das brauchen wir dann für die Experimente entsprechend. Und dann haben wir noch 2 Reagenzgläser, Die jetzt rauskommen die wollen. jetzt nicht rauskommen wollen, wo wir dann eben mit der Experimentierschmiere Wasser und Seife spielerisch aufzeigen, sozusagen, wie Seife dann auch tatsächlich wirkt. Ja. Ne? Also, und die Kinder lieben es natürlich dann auch, diese Experimente durchzuführen, und man sieht dann eben entsprechend auch, wie die Seife tatsächlich den Dreck abwaschen kann. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das gut ankommt. Genau. Und dann haben wir noch zu guter Letzt unser liebevolles Baumschützerpapier, weil eben auch zu einer hygienischen Handwäsche logischerweise auch die Handtrocknung dazu zählt. Und da konnten wir tatsächlich halt auch mit dem Baumschützerpapier einen Beitrag leisten. Und was wir grundlegend bei der Box und bei der Schulung mit der Box auch mal aufzeigen, ist, dass gerade für eine Kinderhand ein Handtuch Papier auch ausreicht, ne? Und wir natürlich auch nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen sollen, ne? Und wollen, logischerweise. Und Kinder freuen sich dann natürlich auch eben entsprechend das dann eben auch entsprechend durchzuführen. Absolut. Sehr, sehr schönes Projekt. Total schön. Partner, was ihr da gefunden habt. Und ich kann mir vorstellen, eben gerade weil wir auch beim Thema Kinder sind und dieses Wissen auch weitergeben in die Generation, das ist ja auch ein Thema, was durch das Unternehmen WEPA grundsätzlich schon geprägt ist. Dieser generationenübergreifende Ansatz. Wenn du so aus deiner Position, aber auch in deiner Erfahrung jetzt einfach uns so ein bisschen mitnehmen hast. Inwiefern ist
Dieses Wertedenken, da etwas an Generationen weiterzugeben, wie tief ist das verankert in der Stiftung selber und aber auch natürlich in der gesamten Arbeit, die euch als gesamtes Kuratorium auch auszeichnet? Ja, eine Stiftung ist für die Ewigkeit Ja. gegründet. Das ist ja schon mal die Basis einer Stiftung, und da wollen wir natürlich auch langfristig über das Unternehmen hinaus natürlich auch unsere Wirkung auch aufzeigen, und das ist dann auch irgendwo die Basis, die Stiftung dann auch eben da entsprechend darstellt, ne? Und diese langfristige Perspektive auch mit der Zauberbox Menschen und Generationen mitzunehmen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Das ist, glaube ich, das, was da besonders gerade über die Stiftung besonders viel zeigen kann. Mhm. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, das sind ja Herausforderungen, die nie enden werden. Also, dieser Job ist niemals getan sozusagen. Umso wichtiger ist es natürlich, dass ihr Menschen an eurer Seite habt. Du hast das Kuratorium schon angesprochen, aber natürlich auch darüber hinaus, Partnerschaften, so wie hier diesen, Hygiene Circle als Beispiel, die euch da begleiten. Wenn wir jetzt darüber hinaus mal schauen, mit wem arbeitet ihr konkret zusammen? Das ein oder andere Beispiel hattest du schon, aber, ich weiß, da ist noch so viel mehr. Das ist auch tatsächlich, also wir glauben fest daran, dass wir gemeinschaftlich, partnerschaftlich einfach mehr erreichen können, Ja. und wir versuchen einfach in den meisten Projekten irgendwo gemeinsam mit Partnern etwas zu bewirken, und konnten da auch in den 4 Jahren jetzt wirklich tolle Partnerschaften aufbauen. Beim ersten Schultoilettengipfel sind wir ein Fördernetzwerk von Stiftungen, aber auch Unternehmen, die sich eben entsprechend auch für die German Toilet Organisation engagieren, und das ist ein Förderkreis von 5 gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen, die sich eben dem Themenfeld Schultoilette intensiv widmen, und da können wir natürlich auch eben über diese Partnerschaft ganz andere Projekte umsetzen. Also das sind Unternehmen wie Willeroy Boch, Knorr-Bremse, Global Care, Tools for Life Foundation, die sich jetzt wirklich da auch Unilever, die sich da auch eben für den ersten Schultoilettengipfel eingesetzt haben, aber auch darüber hinaus für die German Toilet Organisation, um eben das Thema Schultoilette weiter zu unterstützen. Und wir konnten in diesem Jahr auch gemeinsam eine Stiftungsprofessur mit weiteren Partnern realisieren, was für uns alleine als Stiftung vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Und so kann man über Partnerschaften doch auch Projekte umsetzen, die wirklich auch einen großen Beitrag leisten. Und wir haben da wirklich mittlerweile ein tolles Netzwerk an Partnern, Stiftungen, Unternehmen, wo wir eng kooperieren und auch nicht nur das eine Projekt tatsächlich realisieren, sondern einfach, okay, wir haben eine Wellenlänge und merken, okay, dann lass uns das zweite und dritte Projekt dann auch gemeinsam angehen. Und da haben wir eine enge Kooperation zum Beispiel mit Was ist was, die jetzt so als Kindersachbuch Verlag sich auch da stark bei der GTO engagieren. Wir werden jetzt in Kürze mit Was ist was den ersten Lehrpfad hier im Sauerland realisieren, und so ergeben sich dann tatsächlich auch eben aus diesen Partnerschaften ganz vielfältige weitere Projekte. Wir werden auch mit Was ist was uns noch stärker im Themenfeld Demokratiebildung in Deutschland engagieren, was für uns als Stiftung dann halt auch nochmal einen großen Mehrwert leistet, dies mit Partnern dann auch umzusetzen. Und durch eben diese Partnerschaften kriegen, glaube ich, die Projekte auch nochmal viel mehr Strahlkraft, weil jeder sich mit seinem Netzwerk, mit seinem Können, Wissen, Wollen eben entsprechend engagiert, und das macht ganz viel Spaß. Also das ist auch etwas, was mir persönlich sehr liegt. Ich habe einen großen Netzwerkcharakter. Ich bringe gern Menschen zusammen, und ich versuche gern Menschen davon zu überzeugen, etwas zu bewegen, und das ist das, was auch dann die Partnerschaften in der Weber Stiftung Ja, ausmachen, ne? richtig schön. Ich weiß, ihr habt ja auch einen breiten Blick ohnehin jetzt schon. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich höre jetzt unser Gespräch als Organisation oder auch als Privatperson oder als Mensch, der sich auch gerne engagieren möchte, wie sind denn dann die Verknüpfungen? Wie sind die Wege, um mit dieser Stiftung zusammenzuarbeiten? Ja, vielleicht im ersten Step Informationen über die Stiftung kriegt man natürlich jetzt aus dem Unternehmen, klar über den Viva Engage-Kanal, aber als Privatperson oder Unternehmen über die Stiftungswebsite, in dem Sinne, wo man erstmal grundlegend viel über die Projekte erfahren kann. Versuchen dann natürlich auch viel mehr jetzt auch nach außen zu gehen, noch mehr nach außen zu treten. Und da kann man sich über Fördermöglichkeiten informieren. Wir haben bisher noch kein Fundraising betrieben, aber das ist sicherlich etwas, was wir zukünftig auch aufbauen. Und weil wir eben auch eine hohe Expertise in unseren
4 Themenfeldern auch mitbringen, Ja. ist es, glaube ich, auch für andere Förderpartner total interessant. Ne? Auch für so eine Sauber-Zauberbox, da sind wir jetzt sehr konkret auch in Gesprächen mit anderen Förderern, die dann sagen, hey, das ist so ein Leuchtturm. Ja. Da unterstützen wir euch total gerne und da sind wir wirklich dankbar, wenn wir dann auch die Projekte skalieren dürfen. Ja. Ne? Und dadurch auch können, ne? Dass uns eben Privatpersonen unterstützen, aber auch Unternehmen unterstützen, die sagen, hey, das, was ihr dort macht, hat Hand und Fuß und hat einen tollen Impact. Und da sind wir immer offen und freuen uns natürlich über jede Kontaktaufnahme, je groß oder klein, Genau. stehen wir für jeden Austausch bereit. Und als Beispiel die Box, ich weiß nicht, ob wir es eben so detailliert erwähnt haben, aber soll es ja bald auch auf unterschiedlichen Sprachen geben. Also auch da öffnen sich ja dann nochmal ganz, ganz neue Kanäle und Kooperationsmöglichkeiten. Richtig schönes Feld. Wir haben es gesagt, die Arbeit wird niemals enden. Also du wirst niemals an den Punkt kommen und sagen, wir sind fertig. Jetzt haben wir alles geschafft, was wir erreichen wollten. Wenn du jetzt mal so schaust und den Blick vielleicht in die nächsten 5 Jahre halt wirst, wo siehst du die Entwicklungsmöglichkeiten oder vielleicht auch ein Need für Entwicklung, in denen es halt gehen darf? Und was dürfen vielleicht auch neue Schwerpunkte sein? Ist da irgendwie sowas, was so spontan aufpoppt? Also rückwirkend oder nach vorne schauend ist es uns ganz wichtig, natürlich in den 4 Themenfeldern Wirkung zu erzeugen. Wir werden uns aber noch stärker fokussieren, eben auf klare Leuchtturmprojekte, wie jetzt zum Beispiel die Sauber-Zauberbox und dann schauen, um das einfach noch weiter auszubauen, also noch klarer im Fokus zu sein. Wir haben wirklich große Herausforderungen. Wir haben jetzt in diesem Jahr auch unsere erste Auftragsstudie lanciert Genau. und haben da in dieser ersten Studie auch nochmal unsere 4 Themenfelder gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut unsere 4 Themenfelder analysiert. Was hat da Pionierpotenzial? Was ist alternativlos? Was sollten wir unter Beobachtung halten? Und haben da auch nochmal geschärft. Was wollen wir eigentlich in den nächsten 4 Jahren auch erreichen? Und hat uns gerade diese Studie nochmal aufgezeigt, dass wir uns da klar auch auf unsere 4 Themenfelder wirklich klar fokussieren wollen. Und das ist sicherlich etwas, also klaren Leuchtturm zu setzen in jedem Themenfeld und dann, wie ich es eben schon gesagt habe, ne, dass man uns da dann auch, wie man uns heute in Deutschland schon wahrnimmt, dass man das auch eben entsprechend dann in Europa entsprechend skalieren kann. Und das ist schon ein großer Weg. Aber du hast jetzt eingangs das ja gesagt, die Arbeit hört nicht auf und das ist das Schöne. Es ist man kann viel bewegen und das ist auch das, was so viel Spaß macht. Ja. Zum Abschluss würde ich dich bitten, ganz spontan diesen Satz zu vervollständigen. Die Arbeit in der Stiftung zahlt sich aus, wenn? Ganz simpel, wenn wir für ein Problem eine Lösung oder einen Lösungsansatz liefern können oder etablieren können und das über die Projekte eine positive Wirkung erzielen können. Ja, ein Herzensthema nach außen tragen. Ich danke dir für deine Zeit und fürs Mitnehmen in dieses wunderschöne Thema. Danke dir, Ingo. Danke dir.